Willkommen, liebe Community, zu einer weiteren Dev Diary und heute mit jemand ganz Besonderem, der noch nie dabei war, mit dem lieben Erik. Grüß dich, Erik. Hi, Toni. Und ja, Erik, dann erzähl doch gleich mal, was schauen wir uns heute an, wo arbeiten wir auch unter anderem gerade dran, beziehungsweise du? Ja, wie ihr seht, habe ich hier ein 3D-Programm offen mit einem Stadion, denn wir updaten das Fußball-DLC für die neue Liga und fügen insgesamt 6 neue Stadien und 2 neue Städte hinzu. Für euch alles komplett kostenlos als Update. Das ist natürlich perfekt. Welche Städte sind das oder welche Stadien sind da neu? Ja, die beiden neuen Städte werden Heidenheim und Bochum, mit jeweils ein Stadion. Und in Freiburg aktualisieren wir das Stadion. Das seht ihr jetzt hier schon offen, weil der Freiburger Verein jetzt ein neues Stadion hat. Okay. Und dann fügen wir noch in Berlin und Hamburg jeweils ein weiteres Stadion hinzu. Und in Kiel gibt es einen komplett neuen Stadtteil mit dem Kieler Stadion. Ja, sehr cool. Also kurz zur Info für euch, Leute. Wir aktualisieren das Ganze, weil es natürlich logisch ist. Jeder, der sich mal ein bisschen mit Fußball beschäftigt hat, jede Saison steigen in der Liga oder in den Ligen ja Mannschaften auf oder ab. Das heißt, ja, die Mannschaften verändern sich. Demzufolge haben wir jetzt zum Beispiel für die kommende Spielzeit, mussten wir jetzt halt Heidenheim und Bochum als Stadt hinzufügen und ja, auch einige Stadien aktualisieren. Und ja, jetzt Erik, du hast es hier schon offen. Was ist das für ein Programm? Wie funktioniert das? Ja, das ist 3ds Max und in dem bauen wir die Stadien nach. Wir bauen die nach Referenzbildern nach. Okay. Und des Weiteren verwenden wir noch Google Earth, dass wir uns das anschauen können, wie es in echt aussieht und nachbauen. Durch Google und die Referenzbilder haben wir halt das Glück, dass wir nicht zu jedem Stadion hinfahren müssen, was uns natürlich einen Haufen Zeit erspart. Das glaube ich, ja. Ja, und gerade sitze ich an den Lamellen von dem Stadiongebäude hier. Von dem Europaparkstadion. Von dem Europaparkstadion, genau. Und da tue ich dann jetzt einfach hier diese Edges auswählen, so nennt man die Kanten. Ja, vielleicht mal gut auch mal einfach ganz kurz hier mal was zu zeigen, damit mal die Leute ein bisschen Einblick bekommen in die Arbeit, wie das Ganze einfach ja, grob funktioniert. Und man sieht ja auch, ja, wir nutzen Referenzbilder, wir versuchen das Ganze wirklich so nah an der Realität zu halten wie möglich, damit wir dann auch für euch ja, das bestmögliche Ergebnis haben. Und so grundsätzlich, das würde bestimmt auch viele interessieren, Erik, du kannst ja, weißt es ja am besten. Was denkst du, wie lange braucht man da jetzt grundsätzlich für so ein komplettes Stadion, damit man da mal eine Vorstellung hat? Das kann man jetzt nicht pauschal sagen, weil das Stadion jetzt in Freiburg zum Beispiel sehr viel simpler ist als das in Hamburg. Aber in der Regel dauert das so ein paar Tage, könnte man jetzt grob sagen, pro Stadion. Interessant. Ja. Hier sieht man, muss man noch die Aussparung für die Türen so ein bisschen das hochschieben. Ja, für viele wird das jetzt ein bisschen Bahnhof sein, genauso wie für mich. Aber ich denke, es ist trotzdem mal interessant, einfach mal so einen Einblick zu bekommen, mal zu sehen, wie funktioniert sowas überhaupt, wie entsteht sowas. Und auch einfach mal zu wissen, wie lange sowas ungefähr dauert, weil ich denke, wenn man damit jetzt nichts zu tun hat, direkt vielleicht auch einfach ein Spieler ist, kann man sich darunter meistens ja auch gar nichts vorstellen. Ja, ich kann euch auch mal ein fertiges Stadion zeigen. Da haben wir jetzt das in Bochum. Das ist das in Bochum? Genau. Da sieht man, ist jetzt ein bisschen farbenfroh. Da werden dann später die verschiedenen Materialien in der Unreal Engine zugewiesen. Okay. Das Stadion kann euch auch gleich nochmal Daniel in Unreal Engine zeigen, wie es da aussieht. Denn der würde euch dann gleich die Stadt Bochum zeigen. Das ist sehr cool. Das heißt, man musste das hier auch jetzt farbig einteilen, damit man das dann in die Unreal Engine... Das ist einfach nur, dass man selber unterscheiden kann, wo die verschiedenen Materialien drauf sind. Okay. Das ist zur Hilfe. Ja. Ja, sehr cool, Erik. Dann danke für den Einblick, danke für deine Zeit. Kein Problem. Und ich würde sagen,
Leute, wir gehen jetzt mal zum lieben Daniel rüber und der zeigt uns jetzt mal Bochum. Ja. So, jetzt sitze ich hier beim lieben Daniel. Hallo Toni. Herzlich willkommen, Daniel. Und ja, wie gesagt, er wird uns jetzt mal ein bisschen Bochum zeigen. Da freue ich mich schon drauf. Genau, dazu kann ich mal ein bisschen rausfliegen. Ist halt noch im frühen Stadium. Also Leute, wie gesagt, ist ja klar, alles Work in Progress. Genau, also wir haben jetzt erstmal hier Fläche frei gemacht für die Stadt. Hier habe ich schon den Anfang quasi vordekoriert. Also erstmal Gebäude gesetzt, Straßen geplant. Als nächstes kommen dann noch kleinere Deko-Objekte. Das wird dann mit der Zeit halt weiter befüllt werden. Wie man hier sieht, ist halt noch alles Brachland. Ich bin nämlich gerade dabei, diese Bereiche noch zu setzen, die ganzen Gebäude. Okay. So, wie man sieht, ist halt auch schon einiges von der Stadt fertig. Der Bahnhof ist hier schon mal so vorgebaut. Wird natürlich auch noch mal ein bisschen schöner dekoriert. Der hintere Bereich auch. Sind jetzt erstmal nur Grundflächen gesetzt und die Gebäude. Ja, und nach kommen wir dann zu der fertigen Stadt. Hier habe ich noch mal die Gleise gesetzt mit einer Brücke dazu. Das muss hier auch noch ein bisschen schön gemacht werden. Hier ist noch wildes Gebäude platzieren angesagt. Das muss auch noch schön gemacht werden. Ja, und du hast eben schon mit dem Erik gesprochen. Der hat ja das Stadion gebaut. Das ist dieses. Man sieht, ist hier halt auch noch nicht viel gemacht. Das werde ich jetzt dann die nächsten Tage angehen. Sehr cool. Ja. Und weil ich das den Erik auch gefragt habe, wie lange er so grundsätzlich circa für ein Stadion braucht. Das, was wir jetzt hier sehen, klar, ist noch nicht fertig, aber allein schon, um zu diesem Punkt zu gelangen, was sagst du, wie lange dauert sowas in der Regel? Also ich habe jetzt hier ein bisschen mehr als 2 Wochen dran gesessen. Also zwischenzeitlich halt noch andere Sachen gemacht. Ich habe auch noch hier dieses Planetarium gebaut. Okay. Und das anliegende Gebäude dazu. Dann noch ein paar Kleinigkeiten, die wir hier nochmal für die Stadt brauchten. Und habe halt auch noch andere Städte schon mal vorgeplant. Aber ich meine so für Bochum, da sitze ich jetzt so gute 2 Wochen dran. Und ich werde jetzt auf jeden Fall noch 2, 3 Tage brauchen, um den Rest hier zu machen. Und dann brauchen wir sehr wahrscheinlich noch eine Woche oder 2, um halt die ganzen kleinen Deko-Sachen auszuschmücken in der Stadt. Alles klar. Also hier ist ja noch alles relativ leer. Da kommen halt, was weiß ich, Fahrräder und Kleinstzeug, damit es halt ein bisschen benutzter und lebendiger wirkt. Also Leute, ihr seht, ja, wie viel Arbeit da wirklich drin steckt, ja, mit mehreren Personen. Wie lange das dann alles letztendlich dauert. Lohnt sich natürlich dann am Ende. Das Ergebnis ist immer super. Ja, also wir schauen uns ja auch hier bestimmte markante Punkte an von der Stadt Bochum. Ja. Da nutzen wir hier halt zum Beispiel Google Maps. Da haben wir hier dieses Gebäude direkt am Bahnhof. Hier ist der Bahnhof. Da fahren wir ja entlang. Das wird sehr wahrscheinlich ein Hotel dann, wo man halt übernachten kann. So, und jetzt fliege ich dann Kurze nochmal. Frage, Daniel, sehen die das überhaupt? Stimmt, genau. Ich reagiere. So, das hier ist Google Earth. Hier ist der Bahnhof. Den zeige ich euch gleich nochmal in der Szene. Und an dem Gebäude sitze ich jetzt gerade und baue dann halt noch hier die ganzen Nachbargebäude. So gut es geht. Ich werde die jetzt hier nicht 1:1 nachbauen, weil wir auch gar nicht den Platz dafür haben im Fernbus. Das ist bei Sebas halt natürlich anders. Ja. Aber hier so markante Gebäude versuche ich dann nachzubauen und die dann halbwegs korrekt zu platzieren. Das wäre dann hier der Bereich. Hier haben wir den Bahnhof. Wir haben im Fernbus halt nur so Standardkreuze und da kann ich jetzt hier nicht mit irgendwelchen Verkehrsinseln noch was an Detail setzen. Das geht leider nicht. Aber wir können halt so die Stimmung einfangen von Bochum. Ja, sehr cool. Ja. Und Bochum ist eigentlich relativ groß, so im Vergleich zu der Stadt, die ich jetzt hier gebaut habe. Aber man hat halt hier verschiedene Bauwerke. Dieses Bauwerk habe ich halt hier noch mal ein bisschen nachgebaut, weil das relativ markant ist, wenn man reinfährt. Hier die Eventkirche haben wir noch mal gebaut. Wird halt auch noch ein bisschen dekoriert hier vorne.
Ja, und dann halt so ein bisschen die Hausfassaden, damit so ein Wiedererkennungswert entsteht. Okay. Ja. Und wenn das dann soweit fertig ist, dann geht es halt ans nächste Gebäude und ich gebe die Arbeit dann an unseren lieben Kollegen Martin weiter, der wird das dann dekorieren. Ja, sehr cool. Dann auf jeden Fall, Daniel, ja, vielen Dank auch für den Einblick. Ja, gerne doch. Die Zusammenfassung, ich denke, das war sehr interessant, auch was wir eben noch beim Erik gesehen haben. Ja, das sind auch schöne Sachen, die er baut. Ja. Ja, dann würde ich sagen, in diesem Sinne sind wir auch schon wieder beim Ende angelangt. Vielen Dank für deine Zeit auch dir, Daniel. Gerne, immer wieder. Hier, ich mache noch mal kurz eine kleine Fluggeschichte von Bochum. So sieht es halt von oben aus. Sehr cool. Ist eigentlich schon recht detailliert. So. Also man kann schon ein bisschen was erkunden hier in der Stadt. Gut, super. Ja, Leute, dann ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr es fandet. Ja, was euch vielleicht darüber hinaus noch interessiert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns spätestens bei der nächsten Dev Diary. da bin ich gerne dabei. Ciao. Ciao.